Praktisch pünktlich zum Sommeranfang 2022 hat Hamilton die Frogman 46 komplett überarbeitet. Zwar ist die weiterhin 46 mm große Uhr ein überdurchschnittlich präsenter Kandidat am Handgelenk, sie trägt sich aber dank des bedeutend kompakteren Gehäusedesigns bedeutend einfacher am Handgelenk, vielleicht eher wie eine 44 mm große, denn eine 46 mm große Uhr. Der größte Unterschied zur Vorgängerin findet man aber bei der Krone bei 3 Uhr. Anstelle der für die Marke typischen Canteen Crown Umsetzung, also einer zusätzlichen Kappe für die Krone, kommt hier ein Schutzbügel zum Einsatz, der mit der Krone verschraubt ist. Wird diese aufgeschraubt, kommt der Schutzbügel mit raus, wird die Krone geschlossen, fährt der Schutzbügel wieder automatisch ins Gehäuse mit rein. Der Boden ist massiv, das Gehäuse bis 300 Meter wasserdicht und bei 9 Uhr gibt es quasi ein optisches Gegengewicht zur immer noch sehr markanten Krone bei 3 Uhr. Ein weiterer Unterschied zur Vorgängerin findet man auf dem Zifferblatt. Hier fehlt nämlich das Datumsfenster. Damit wird die gesamte Symmetrie des Blattes bedeutend verbessert. Im Hintergrund ist weiterhin das H10 von Hamilton im Einsatz, das von ETA zur Verfügung gestellt wird und rund 80 Stunden Gangreserve bei Vollaufzug bietet. Die einseitig rassende Lünette ist entweder mit einer sandgestrahlten Oberfläche oder mit einer PVD-Beschichtung zu haben und rastet in 120 Schritten. Hamilton bietet die Uhr in vorerst 4 Versionen an, einmal eine Edelstahlversion mit Metallband mit einer klassischen Lünette mit Reliefgravur, die nicht beschichtet ist. Dann gibt es eine Version mit schwarzem Zifferblatt und schwarzer PVD-Lünette, die entweder mit einem schwarzen oder mit einem grün-grauen Kautschukband verfügbar ist. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Stealth-Version mit geschwärztem Gehäuse, auch hier PVD, mit schwarzem Band und teilweise geschwärzten Elementen auf dem Zifferblatt. Die neue Frogman ist ab Mai 2022 im Fachhandel erhältlich und unabhängig der gewählten Konfiguration entweder für 1.150 Schweizer Franken oder 1.175 € zu haben. Wer mehr über die neuen Froschmänner von Hamilton erfahren möchte, im Beschrieb zum Video gibt es einen Link zu einer ausführlicheren Vorstellung mit allen Daten und Fakten zum Modell. Wer Fragen hat, kann gerne jederzeit dazu das Kommentarfeld hier benutzen.